Ich bin mal gespannt. Taschenlampe habe ich jetzt aber nur hier in der Seitentasche. Wer wird sie haben? Brauchen wir die? Hä? Dadurch? Ja, natürlich. Dann greifen wir mal die Seite. Wo die Flasche ist? Ja, hier. Genau, die reicht. Wo ist eigentlich die ich dir geschenkt habe? Die ist auf der anderen Seite. Ah, okay. Hier. Da ist der Baum. Da sind wir durch. Jetzt. Jetzt habe ich mein Spray vergessen. Ich habe es hier. Ach, du hast eins? Ich habe eins. Das von dir. Ja. Wir müssen auf die andere Seite. Ja. Weil hier gibt's viel. Oh, diese Äste. Jetzt hier links. Vorsichtshalber das Licht immer abdämmen, weißt? Weil da fahren Autos. Ich hab, ja, die Spiegelung von der Taschenlampe. Was?
Ich will mal eben gucken. Wegen Licht. Hier hin, mach mal da. Mach mal aus. Das ist die Spiegelung vom Mond, von dem Plastik. Okay. Das gehört ja noch zum Gelände hier. Das ist noch hier, ne? Und das Haus da hinten. Ja, jetzt sehe ich auch einen Fernseher. Ja. 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 In der Anderswelt, oft als spirituelle oder jenseitige Dimension beschrieben, wird das dreimalige Klopfen oft als ein Zeichen oder eine Botschaft aus der Geisterwelt gedeutet. Die Bedeutung kann je nach Kontext variieren. Kommunikation von Geistern. Dreimaliges Klopfen wird häufig als Antwort auf Fragen in paranormalen Untersuchungen wahrgenommen. Manche glauben, dass es ein bewusstes Zeichen einer anwesenden Entität ist. Warnung oder Ankündigung. In vielen Überlieferungen gilt dreimaliges Klopfen als eine Art Vorbote für ein bevorstehendes Ereignis, oft mit negativen Assoziationen. In manchen okkulten Traditionen heißt es, dass böse Geister absichtlich dreimal klopfen, um heilige Dreifaltigkeit zu verspotten. Einladung oder Öffnung eines Portals. Es gibt esoterische Theorien, nach denen dreimaliges Klopfen eine Tür zwischen den Welten öffnet oder ein Wesen aus der Anderswelt hereinlässt. Spirituelles Ritual oder Prüfung. In manchen mystischen Traditionen steht das dreimalige Klopfen für eine rituelle Handlung, die Zugang zu verborgenem Wissen oder einer anderen Bewusstseinsebene gewährt. Psst. Was war das? Hat sie angefangen zu klopfen? Aber warum ist da so helles Licht? Ist das eine Kneipe oder was ist das? Das war ein großes Wohnhaus, eine Villa mit großen, mit einer Einfahrt. Und Egal. Wir gehen hoch, komm. das ist hier. Ins Wohnhaus? Nee. Keller? Nee, wir gehen hoch. Ja, die können uns hier nicht sehen. Wir müssen. Oh. Ich guck mal eben da. Nee. Wir können uns von hier nicht sehen, Rosi. Nee, wenn wir jetzt ganz sanftes Licht anmachen. Weil wenn wir da anmachen, haben wir das Licht von der Straße. Stirnseite. Hier aufbauen, hier. Wir können uns auch hier hinsetzen. Das ist ein schönes Hin. Und da haben wir auch noch eine Bank. Das war schön. Ja, hier ist Wir bauen erstmal auf hier. Mach erstmal jetzt die Kamera aus und dann.
So, wie ihr ja gesehen habt, am Tag sind wir jetzt hier heute Abend zurückgekehrt. Wir müssen aufpassen, wenn wir über den Boden laufen. Wie im Holzboden, wie in der Teske. Das Ja, genau, überträgt zu das stark. wird zu laut. Ne? Zusammen. Es kam jetzt gerade Mord und zusammen. So, wir sind hier heute Abend her und zurückgekommen. Es ist eine alte Gärtnerei mit Gewächshäusern, Werkstatt, Wohnhaus. Unten wir haben Namen gehabt, die wir hier so rausgesucht haben. Maria, Patrick, Marcel Marcel und Marion. und Marion. Unten waren auch noch 4 Namen, weil das ist ein Generationshaus hier, auch ein Betrieb, Familienbetrieb, seit 1916 bis, glaube ich, so wie wir das gesehen haben, Ketzerverfolgung bis 2013. Ja, Summe so. bis 2013. Wir wissen nicht, was hier scheint irgendwas, von den Fotos her war ein älterer Herr. Wir vermuten, dass der wohl eventuell verstorben ist. Entweder gibt es keine Nachahmen oder einen Erbestreit hier. Und es ist viel unberührt, es ist nichts beschmiert. Hier ist ein bisschen was durchgewühlt, aber in Grenzen. Ja. Und es ist riesig. Wir können das mit den Kameras hier alles gar nicht abdecken. Wir haben uns jetzt entschieden, hier zu sitzen, damit wir die Tür da haben. Ich erzähle eben. Rechnung würde auch passen. Mhm. Unten lagen ja auch, das sind ja auch viele Rechnungen, viele Ja. Sachen. Unten liegen, wie gesagt, ganz viele private Dinge noch. Verbrannte Wörter. Also wir haben aufgestellt eine Kamera Treppe runter. Ein K 2 Meter steht hinten im Flur mit einem Pieper, das was ich umgebaut habe. Mhm. Kamera, Testcam, Ameline Ellis. Und meine. Und Rosis Kamera steht da. Hintergrund. Da kommen wir gleich zu. Es ist jetzt 23:38 Uhr. Es ist schrecklich. Mein Name ist Dennis. Mein Name ist Rosi. Wir kommen heute in Freundschaft. Wir wollen auch nicht lange stören. Vielleicht gibt es was. Solide. Vielleicht gibt es was, was ihr loswerden möchtet oder ob ihr Hilfe braucht. Dann könnt ihr das über diese 2 Geräte hier, könnt ihr darüber sprechen, könnt ihr die Wörter ausgeben. Glocke. Ja, hinten ist eine Glocke. Stimmt. Ich habe unten eine Glocke gesehen. Und unten liegt auch eine. Nee, so eine. Ach so, Die zum hängen an der Ölen, Wand, ja. Ist denn jemand hier anwesend, der hier was mit diesem Betrieb zu tun hat? Kritisch. Ist hier jemand anwesend, der was mit diesem Betrieb hier zu tun hat? Wenn ja, kannst du uns irgendwann einen Hinweis geben über das, was hier in der Familie gemacht wurde? Opfer. Ja, es kam vor einem Mordopfer.
Es ist ein Riesenbetrieb. Es sind bestimmt auch viele, viele Leute hier beschäftigt gewesen. Familienmitglieder, vermute ich hauptsächlich. Klapp. Nervös. Nervös. Uns wundert es, dass so ein großer Betrieb, in dem noch alles vorhanden ist, so leer steht. Leidenschaft. Passt auch vollkommen. Man sieht das Familienbetrieb, Ja. es war alles so, ja, nicht so, wie man das vorgegeben kriegt, alles gestaltet hier. Das war alles so leidenschaftlich. Ihr habt es ja Ja. auch gesehen in den Videos, in den Gewächshäusern. Das war alles so, ich stelle das so auf, wie ich das möchte. So, wie es mir gefällt. Familiär halt. Genau, Genau. leidenschaftlich. Ja. Und das wundert uns. Dass Was? keiner mehr hier ist, der sich drum kümmert. Franz. Franz, Moment. Den Namen müssen wir mal merken, bevor wir näher abhauen. unten gucken. Ja. Weil da können wir jetzt nicht filmen. Auch wegen Datenschutz, da stehen zu viele Sachen drauf. Ja. Franz, hast du diesen Betrieb hier mal geleitet? Verfügbar. Ist Franz verfügbar? Franz oder wer auch immer hier anwesend ist, wir sind heute eure Gäste. Wir sind hier heute nur hergekommen, wir gehen auch wieder, wir sind nur Gäste. Vielleicht möchtet ihr mit uns kommunizieren, habt was zu sagen, weil wir sind jetzt hier und hören euch zu. Betrachten. Betrachten. Zeig zu uns. Betrachtest du uns? Erstmal, also bist du so ein bisschen kritisch, also hast du im Moment kein Vertrauen, du kannst Vertrauen zu uns haben. Ich denke mal, wenn du unsere Gefühle spüren kannst oder unsere Gedanken lesen kannst, dann weißt du das. Was war das genau? Von der Kamera das Papier da unten. Ah. Franz, oder sollen wir dich Franz ansprechen mit Franz? Polizei. Cent. Polizei. Das hört sich für mich so an, dass er das vielleicht nicht möchte, dass wir hier sind. Stimmt. Zeichnungsraum. Zeichnungsraum. Das sind alles wieder neue Wörter, die noch nie ausgesprochen Nie, hat. Ne? Polizei habe ich noch nie gehört. Auch Zeichnungsraum. Okay. Was? Biene. Das passt an Biene, Gewächshaus. Biene. Ja, Mochtest du Bienen?
Komiker. Nee, ich bin ein bisschen nervös. Mathematik. Mathematik. Er zeigt auch das zeigt permanent hier so rüber, also als wenn wir gemeint sind damit. Wurde zum Schluss nicht gut gerechnet in der Firma? Oh ja. Ist sie vielleicht pleite gegangen? Offenbarung. Offenbarung. Wollt ihr darüber reden? Traurig. Traurig. Verschmutzung. Okay, traurig. Ich denke mal, ich verstehe dich so, dass du traurig bist, dass das hier alles jetzt zu Ende ist. Und schmutzig, dass das natürlich jetzt, Ja. weil sich keiner mehr drum kümmert. Aber ich denke, du musst da vielleicht loslassen. Du hast ein schönes Haus. Gehe mit dir. Gehe mit dir. Nee, du gehst mit mir nicht. Einreichen. 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 Das geht nicht. Du kannst mit mir nicht gehen. Aber du hast jetzt die Möglichkeit, hier was zu sagen über die Geräte. Und eventuell später über ein anderes Gerät. Kruzifix. Kruzifix. Und wir haben Dahlien. Dahlien. Das passt doch auch. Das sind Pflanzen, das sind Blumen. Dahlien sind Blumen. Dahlien, steht wirklich Dahlien. Das sind Blumen. Nee, Dahlien? Darlehen. Das ist Darlehen. ein Kredit. Also hat das was mit Mathematik zu tun, mit vielleicht doch Ja. insolvent? Aber wenn man insolvent geht, dann ist es ja, aber dann wird das ja versteigert. Das lassen die doch nicht so vorkommen. Die wollen doch ihr Geld auch wieder haben. Tja, Die Gläubiger. vielleicht liegt Aber in auch ein Deutschland würde ich mal nicht Darlehen, sehen. eine Hypothek auf dem Ganzen drauf und die konnten es nicht mehr erbringen. Ja, oder so. Konntet ihr das nicht mehr unterhalten? Mindestens. Mindestens. Angekommen. Angekommen. Liegen wir richtig? Stärke. Stärke. Warst du der Letzte aus der Familie, der das hier geführt hat?
Löschen. Oh. Nochmal, ne? Dann kriegst du Hausverbot. Bin ich das? Missgestaltet. Stell es auf die andere Seite. Findest du das lustig? Missgestaltet. Siehst du dich nicht mehr so wie ein Menschen? Umfang. Umfang. Da steht eine Kamera an der Treppe. Wenn du Energie brauchst, erlaube ich dir, davon kannst du dir Energie nehmen. Aber ich weiß nicht, ob es dir schadet. Das musst du selber herausfinden. Ich möchte dir nicht irgendwas Falsches erzählen. Besonnen. Besonnen. Funktion. Funktion. Vielleicht kann man, wie das funktioniert? Ich wollte gerade sagen, vielleicht wollen Sie wissen, wie es funktioniert. Ja, das weiß ich. Du kannst ja mal versuchen, aber vorsichtig mal ganz nah an diese Kamera da an der Treppe ranzugehen. Du kannst sie ja mal untersuchen. Du kannst sie ruhig ausmachen. Ich höre das, wenn die ausgeht. Versuch es mal, ob du die ausschalten kannst. Deckel. Deckel. Wahrheit. Wahrheit. Ich gehöre vor Gericht. Ich gehöre vor Gericht. Was hast du getan? Sterben. Sterben. Die hatten aber viel mit Sterben zu tun. Wenn du diese vielen Kränze und Bilder unten siehst, mit diese Du musst ein ganzen, bisschen lauter sprechen. ganzen Grabgestecke. Ja. Das war ja nicht nur eine Gärtnerei, das war ja auch... Die haben ja mehr gemacht. Grabbestecke, so irgendwie Deko, hast du ja gesehen. Ja. Und dann haben die ja auch viel gehabt für Aquarium, für Tiere, Tierstellen. Tiere, Kannst ja. du mir mal sagen, was ihr hier für Tiere hattet, gehalten hattet oder verkauft habt? Saft. Saft. Ich weiß nicht, ob das drin ist. So, weißt du, was ich meine? Vielleicht kannst du ja mal irgendein Tier sagen, damit wir das wissen. Todessehnsucht. Todessehnsucht. Irgendein Tier. Egal was. Damit wir auch wissen, dass du hier bist. Präsenz. Präsenz. Präsenz.
Präsenz heißt ja, es ist was da. Anwesend. Na, ja. Kannst du... Bitte überliefert es. Bitte überliefert es. Was meinst du damit? Was sollen wir weitergeben? Rechtfertigen. Rechtfertigen. Psst. Herz. Herz. Hattest du Kinder? Oder hast du Kinder? Und wenn ja, wie viele? Nachricht. Nachricht. Möchtest du Wasser? Leisten. Leisten. Zaun. Zaun. Leisten. Zaun. Benediktiner. Benediktiner. Heizung. Heizung. Ja, das war ja auch so ein Thema heute. Was ist denn mit der Heizung passiert? Das war doch die hier. Die. Wenn du möchtest oder wenn ihr möchtet, dass wir gehen, dann müsst ihr uns einen Hinweis geben. Ich suche es. Ich suche es. Was suchst du? Polizei. Schon wieder. Könnte jetzt aber auch passen zu dem, wo ich gesagt habe, einen Hinweis geben, dass wir gehen sollen. Ne? Bin ich mir jetzt nicht sicher.
Du hast ja jetzt dieses Polizei zweimal gesagt. Wenn du es jetzt nochmal machst, brechen wir hier ab. War das eine Warnung? Deshalb Deshalb? Deshalb. Was sagt dein Gefühl jetzt? Ich komme mir im Moment wie ein Eindringling vor. Also wenn ich das so höre, ne? Sind wir ja auch. Ja, aber Wir sind aber hier, um zu helfen. Sofern Schwierigkeit. Wir sind ja hier, um dir zu helfen oder euch zu helfen. Du kannst die Hilfe gerne annehmen. Wir gehen ja nachher auch wieder. Wir machen hier nichts kaputt. Im Gegenteil. Wir sind hier sehr vorsichtig. Erretten. Wenn man hier im Dunkeln sitzt und dann diese beiden Türen und man sieht nur die Türe und man guckt voll ins Dunkle, ne? Das ist so. das ist wirklich gruselig. Ja, berühmt. Ich denke schon, dass dieser Betrieb weit bekannt war. Nicht nur hier in der Stadt. Keiner. Keiner? Hast du das mit deiner Frau hier zusammen gemacht? Oder hast du das alleine gemacht? Oder mit deinen Kindern? Mitternacht, Guck mal, die Uhr. Mitternacht dazu. 0:04 Uhr. Du hast recht. Es ist 4 Minuten nach Mitternacht. Draußen ist Vollmond. Oder Blutmond oder wie war das? Ja, Blutmond ist vorüber. Aber ein kräftiger Vollmond. Kennst du einen Marcel? Prinz, Prinz. Euer kleiner Prinz? Das war sein Zimmer. Da kam irgendwas. Das war sein Zimmer. Stimmt. Da
steht der Name dran. Rosi sagt gerade, das war das Zimmer dahinter, das war das Zimmer von Marcel. Und erkenne. Okay. Und wer war Patrick? Ich hole mal eben eine Schale für Wasser. Vermuten. Dennis holt für euch Wasser. Missbrauch. Missbrauch. Missbrauch in welcher Hinsicht? Ich schütte hier Wasser ein. Hier Wasser ein. Stempel. Hat das jetzt Stempel. das gerade ausgeschrieben? Ich sehe das nicht. Stempel sind unten. Wir haben heute Stempel gesehen. Eigentümerin. Was habt ihr denn mit diesen Stempeln gemacht? Gehäuse. Gehäuse? Gehäuse oder Gehäuse? Gehäuse. Gehäuse. Stempelgehäuse? Aber wenn das blinkt, das sieht man ja, ne? Das sieht man, ja. Steht die Frische. Wie viele Mitarbeiter hattest du hier? Ketzer. Ketzer. Gibt es hier irgendwas, was dich stört an den Geräten? Was dich blockiert?
Tropisch. Tropisch. Die Bücher unten, Da habe ich gerade dran gedacht. die Ne? vielen Kataloge. Hast du gerade gepoltert? Ja. Wart ihr viel im Urlaub? Stechen. Stechen. Ich habe unten ein Foto gesehen von einem älteren Mann. Warst du das? Oder bist du das? Puppe. Puppe. Da liegen aber hier auch einige. Puppen? Ja, sind halt nicht so, aber Teddys, so hab ich kleine gesehen, ne? Teddys und. Hast du einen Oldtimer besessen? Ich habe nämlich ein Foto beim ersten Mal gesehen. Ein wunderschönes altes Auto. Was für eine Marke? Aus welchem Jahr schätzt du? Ich habe 50er. 50er Jahre. Ich habe ein reines Gewissen. Ich habe ein reines Gewissen. Analysieren. Analysieren. Kannst du mal die Schranktür hier irgendwie bewegen? Kannst du vielleicht mal irgendein Geräusch hier machen, dich irgendwie bemerkbar machen? Spielzeug. Da drin liegt Spielzeug. Viel Spielzeug liegt hier. Kannst du mal vielleicht in dem Zimmer ein Geräusch machen? Abspielen. Abspielen. Hast du Besitz ergreifen. Besitz ergreifen? Hast du viel Videos damals früher geschaut? Wir haben unten einige Videos gesehen. VHS-Kassetten. Die wurden ja abgespielt, ne? Ja. Kinderfilme.
Ich bin einsam gestorben und Falten. Bist du hier gestorben? Stille. Stille. Es tut mir leid, oder es tut uns leid, dass du einsam gestorben bist. Wie können wir dir helfen? Unvollendete Angelegenheiten. Die Seele könnte an einen bestimmten Ort oder an bestimmte Ereignisse gebunden sein und sich nicht bereit fühlen, weiterzugehen. Bewusstes Verbleiben. Manche Geister oder Energien wollen einfach bleiben, sei es aus Angst vor dem Unbekannten oder weil sie sich noch nicht verabschieden wollen. Fehlendes Vertrauen. Die Entität könnte skeptisch oder misstrauisch gegenüber der angebotenen Hilfe sein, insbesondere wenn sie nicht versteht, was passiert. Starke emotionale Bindung. Falls es sich um eine Seele handelt, die durch ein tragisches Ereignis gestorben ist, könnte sie sich zu sehr an den Ort oder die Vergangenheit klammern. Energielevel oder Bewusstsein. Manche Geister befinden sich in einer Art Schleife oder sind nicht in der Lage, aktiv zu kommunizieren oder Entscheidungen zu treffen. Verhängen. Für was? Verhängen. Verhängen. Weil Dennis das Rollo runtergelassen hat, Schlechte Wörter. Schlechte Wörter. das Fenster verhängt. Nein. Glaube ich nicht. Als Stille kam, habe ich gerade gedacht, wie ruhig das hier ist, obwohl hier die Hauptstraße ist. Du hörst ja gar nichts. Das ist, manchmal hörst du so ein bisschen, ne? Aber jetzt- Ich denke immer, da steht einer. Das, was da an der Wand hängt, das große. Hinter deiner Kamera. Auf zu. Ach so. Auf, zu. Zu. Eidbruch. Eidbruch. Glied. Glied. Ingrid. Ingrid. Hallo Ingrid. Ingrid, gehörtest du hier zu oder bist du jetzt einfach nur dazugestoßen? Matrose. Moment, die Mütze Was um. wollte ich gerade sagen? Die Matrosenmütze. Die Matrosenmütze, genau. Also es war aber noch, es war getragene Mützen, ne? Ja, ja, Hier liegt ja auch so ein Hut. ja. Warst du Matrose? Hattest du ein Schiff, ein Boot?
Schlauchboot. Grenze, Grenze. Grenze, nicht Grenze. Mit G. Grenze, ja. Also Grenze. Ja, weil unten Grenze mit K haben sie ja gebunden. Deswegen habe ich gefragt. Nee, Grenze. Ja? Grenze, also Grenze. Grenze. Was habt ihr denn hier noch für Blumen gehabt? Außer Dahlien. Klapp, Vielleicht Klappe. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das von da kam, also hier oder von unten. Ich habe wieder gedacht, Ich kann dir sagen, ich habe morgen Hämorrhoiden. Die Bank ist so kalt. ich habe da hinten noch diesen. Nee, Na, so ein dünnes. nein. Gut, Stimmt, ja. kurz gewaschen. Trommel, Trommel. Trommel. Ich glaube, wir werden. ich denke dir, Ich danke dir. Danke dir. Bitte. Wofür? Trommel, Trommel, Trommel. Zeig da hinten. Also. Was meinst du mit Trommel? Was ist mit Trommel? Wow. 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 Was war das? Ja. Da wird was geschmissen. Da wird was geschmissen. Psst, psst. Sicherungskasten, Mischung, So. Es hat sich. Da wurde was. Prost, da ist was runtergefallen, glaube ich. Vielleicht ist der Kacke abgefallen von dem Holz. Kann sein. Der Sicherungskasten ist genau unter der Treppe unten. Da unten ist ein Sicherungskasten. 2 Stück. Stimmt. 2. Mischung.
das Geräusch eben gemacht? Hast du da irgendwas fallen lassen oder geschmissen? Was ist mit Trommel? Nachfrage. Mantel. Weißt du noch im Keller die beiden Mantel? Die hast du Die angefasst. in den blauen Tüten? Gehörten die dir? Ein Pelzmantel? Hast du zum Abräuchern? Nicht gut. Experte. Experte, ich habe noch Räucherstäbchen im Auto. Im Auto habe ich gesehen. Und allerdings gesagt, das funktioniert auch. Vassago. Was? Also V-A-S-S-A-G-O. Vassago ist ein Dämon aus der Ars Goetia und gilt als Prinz der Hölle. Er ist bekannt für seine Fähigkeiten der Wahrsagung und kann verborgene Dinge aufdecken. Im Vergleich zu anderen Dämonen wird er als weniger gefährlich beschrieben, bleibt aber eine infernale Entität. Sein Erscheinungsbild ist unklar, doch er wird oft als geistige oder edle Gestalt wahrgenommen. Er wird in okkulten Kreisen für seine hellseherischen Fähigkeiten geschätzt. Vassago. Was ist das denn? Vassago. Mach mal ein ganz lautes Geräusch. Vassago ist eine fiktive Figur, laut mehreren Schriften der Dämonologie, wie der Ars Goetia, ist ein mächtiger Prinz der Hölle. Es kam vorhin Vassago, über der Prinz. der Prinz. Da kam Prinz. Gebet. Gebet. Wieder aus. Euer Schicksal, gebet. Ist der positiv? Es gibt ja auch welche, die sind positiv. Bist du? Ihr werdet es nicht los. Ihr werdet es nicht los. Bist du, also anscheinend bist du dann böse. Elefant.
Auf was ist der eben geritten? Saß der auf irgendeinem Tier? Da war doch ein Bild. Ich mach nochmal an. Ein Krokodil oder sowas. Krokodil. Ja, Rosi, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, da in dieser Tür. Von dem Zimmer von dem Jungen. Mhm. Kaffee? Das ist ein guter. Habe ich doch gesagt. Es ist. Er ist der dritte Dämon im Lesser Key und wird als Prinz guter Natur. Brand. Prinz guter Natur. Passt auch wieder zu dem, was die auch hier geleistet haben. Aber warum bist du hier? Aus wessen Grund, was für einen Grund hat es? Der muss ja irgendwas wollen. Rock. Kaffee und Rock. Was möchtest du denn? Ich bin Dietmar. Hallo Dietmar. Hallo? Verschwinden. Verschwinden. Kampf. Verschwinden, Kampf. Hattest du uns heute Nachmittag schon gesehen hier? Braut. 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 Oben. 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 Ziemlich. Wilhelm. Wilhelm. Ziemlich. Hey, was war das für ein Licht da eben drin? Tafel. Ich habe nach da geguckt. Ich bin gerade hochgekommen und habe gesehen, rechter Türzage drinne, ein kleines blaues Licht. Ein blaues. Ein blaues. Was hat die gesagt? Tafel? Ziemlich Tafel? Tafel. Ziemlich Tafel. Ich bin wütend. Ich bin wütend. Warum? Ich fühle
fühle mich jetzt hier gerade momentan nicht mehr so, weißt du, was ich meine? Ich fühle mich ein bisschen unwohl. Was war das? Wieder so ein Zoom? Oder ist das die Kamera? Nein. Nein. Mhm. Rock. Schon wieder Rock. Rock. Die hat noch nie so oft diese Dinger wiederholt. Also immer das Gleiche, also oft. Rock. Jutta. Jutta. Hallo Jutta. Selbst. Selbst. Begleiten. Rosi, das war ganz komisch eben, das Licht. Vermuten. Was war das blaue Licht da, was ich da gesehen habe? Von dahin kann nichts kommen. Nein, Und von da auch nicht. Dass sonst hätten wir die ganze Zeit da was gesehen auch. Ja. Motorrad. Wer war denn das blaue Licht? Ein kleines blaues Licht in der Anderswelt kann verschiedene Bedeutungen haben, je nach Kontext und spiritueller Tradition. Geister und Seelen, wohlwollende Präsenz. Blaue Lichter werden oft mit friedlichen, positiven Geistern oder Schutzwesen in Verbindung gebracht. Verstorbene Seelen. Es könnte die Manifestation einer Seele sein, die versucht, sich bemerkbar zu machen, aber keine Bedrohung darstellt. Spirituelle Führung an Portale. Wegweiser. In der Anderswelt symbolisieren blaue Lichter manchmal einen Pfad oder ein Portal zu einer anderen spirituellen Ebene. Wächterwesen. Manche glauben, dass blaue Lichtphänomene mit spirituellen Beschützern oder Engeln verbunden sind. Elementargeister und Naturkräfte, Wasser- oder Luftelementare. Blaue Lichtphänomene werden oft mit Feen, Naturgeistern oder Elementarwesen, insbesondere Luft- und Wasserwesen, assoziiert. Orbs und Energiephänomene. In der paranormalen Forschung sind blaue Orbs selten, aber sie werden oft als sanfte oder neutrale Energien interpretiert. Verbindung zu dir persönlich. Da dich oft ein blauer Orb begleitet, könnte das Licht eine direkte, spirituelle Verbindung zu dir haben. Vielleicht ein Schutzgeist oder eine Energie, die dich durch deine Forschungen begleitet. Einsatz. Gemüse. Einsatz, Gemüse und Werbung. Werbung. Ja. Wer war denn Maria? Zustimmen. Jahreskreis. Jahreskreis. Plaudern. Plaudern. Möchtest du mit uns plaudern? Gucken, was er hierzu sagt.
Was jetzt? Kupfer, Kupfer. Tablette, Kupferrohre fehlen. Ja. Waschbecken, da wurde was gestohlen, habe ich gesehen. Und Tabletten habe ich gerade hinten von der Bank genommen, bevor wir sie vorgetragen haben. Da lagen Blister mit Tabletten drauf. Musstest du Tabletten nehmen? Da lagen auch welche. Okay. Da drin liegen auch welche. Ich meine auf der Fensterbank. Okay. Kannst du das riechen? Palast, Palast. Wir haben das mal gehabt. Portal, ne? Irgendwie gefragt. Sag mal, was riecht das denn? Fruchtig. Und Siehst du? das war Pfirsich gewesen. Physik, Physik. Wie spät ist das jetzt? Halb? 20 vor. Ich möchte davonlaufen. Ich möchte davon laufen. Ich denke mal, ich habe jetzt noch eine andere Idee, aber ich fühle mich jetzt so unwohl, deswegen, weißt du, Umgebungsgeräusche nicht mehr hören. Ne? Ich werde jetzt mal die Spiritbox holen. Ich werde versuchen, dieses Rauschen ein bisschen zu minimieren. Und dann wollen wir mal gucken, ob ihr darüber besser kommunizieren könnt. Zuordnung, Ich hol das mal. Aber jetzt ist das Problem, wenn ich die hier aufstelle, ich kann die nicht laut machen, Eben. wegen der Testcam. Nicht. Ja, auch so. Ne? Roman, Okay. Ich würde sagen, Vorschlag, Roman. Ich hole das jetzt einfach mal. Barriere, Pferd, Barriere, Pferd, Verhör. Kilometer, Kilometer. Elisa, Hallo Elisa. klicken, Klicken. Klicken.
Süß. Jetzt kommt's. Dein Tabak riecht süß. Nachbar. Nachbar. Wir müssen die mal im ausschalten. Schaut mal die Alice aus. Das ist. Erstmal. Kommst nicht rein. So habe ich jetzt keinen Ton. Ach so. Was ist denn jetzt? Funktioniert das jetzt nicht? Das ist alles Gut. So, kannst du uns jetzt. Wie ist dein Name? Hey. Bitte? Wie ist dein Name? Kurzen Schiff.